hinsetzen. Sugar, I call my sugar. I love my sugar. The sugar baby of mine. The sugar. You never ask for my money. All that I give him is honey. Then he can spend any time. I've made 1,000,000 trips to his lips. I've ever been. Because he's sweet as them. Lisa, ich muss gehen. Was hast denn du noch vor? Gisela. Ach so. Komm, los jetzt. Also bis morgen um 12 im englischen Garten. Vor dem Seehaus. Mhm. Der Hans will noch mal anrufen. Sag ich ihm. Hat er sich wieder beruhigt? Du hättest ihn noch nicht so anschreien müssen. Aber hast schon wieder vergessen. Endlich. Es wird aber auch Zeit. Los, weiter. Ist das alles? Ist der Rest, mehr war nicht da. Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 330.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegs gefreiten Sinn und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Sophielein, Willi freut sich bestimmt, wenn du ihm hilfst. Hier, die Briefmarke. Und das Verzeichnis. Danke, Willi. Und was ist mit dem Rest? Die verteile ich morgen in der Uni. Bist du verrückt? Willi, der Aufstand der Studentinnen, neulich im Deutschen Museum. Da war es doch fast soweit. Gerade deswegen ist bei der Gestapo Alarmstufe 1. Hans. Und auch unsere Parolen überall draußen an den Wänden. Hans, wir verstecken die Reste unter den Paletten, bis wir neue Umschläge haben. Das geht doch nicht. Es gibt doch keine mehr. Papiermangel. Nachts was an die Wände zu schreiben, ist schon gefährlich genug. Aber am helllichten Tag mit diesen Flugblättern in die Uni. Spinnst du? Jetzt müssen wir was tun. Jetzt. Jetzt bringen wir die Stadt in Bewegung. Gerade jetzt nach Stalingrad wimmelt doch die Uni vor braunen Spitzeln. Wenn die Bolschewisten kommen, dann erwischen sie die Schlapphüte wenigstens gleich auf einem Haufen. Ich würde mir selbst an deiner Stelle nicht wünschen, dass der Russe vor dem Ami kommt. Du hasst doch die Bolschewisten am meisten. Hans, das ist Wahnsinn. Tu's nicht. Ich gehe während der Vorlesung rein, da ist keiner in der Halle. Dann bin ich sofort wieder draußen. Vorne rein, hinten raus. Zu riskant. Willi, ich übernehme die Verantwortung. Ich allein. Mit dem vollen Koffer willst du jetzt durch Schwabing laufen. Den nehme ich. Hans, ich halte es nicht für richtig, dass Sophie da irgendwo... Falls eine Kontrolle kommt, dann haben es Frauen leichter.
Sie hat recht. So. Abmarsch, Leute. Alex, bis morgen um 12 bei mir. Also gleich morgen. Die Nazis warten auch nicht. Danke. Noch nicht zu lang. Gute Nacht. Gute Nacht. Liebe Lisa, ich lasse mir gerade das Forellenquintett vorspielen. Man spürt und riecht in diesem Ding von Schubert förmlich die Lüfte und Düfte. Man vernimmt den ganzen Jubel der Vögel und der ganzen Kreatur. Die Wiederholungen des Themas durch das Klavier wie kaltes, perlendes Wasser. Oh, es kann einen entzücken. Lass doch bald von dir hören. Herzlichst, deine Sophie. Ob Mutter noch Marmelade hat? Auf die Marken gibt's nur noch Steckrübensirup. Unauffällig genug? Heute fliegt der Funke in die Uni. Ja. Morgen. 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 Wir gehen rüber in die Nervenklinik. Kommt ihr mit? Sophie fährt nach Ulm. Ich komme gleich nach. Jetzt komm.
Komm, raus jetzt. Los, komm, raus. Los, komm. Hast du noch welche im Koffer, Hans? Was? Oben sind noch keine, warte. Ich geh mit. Raus jetzt. Sofort stehen bleiben! Sie da! Halt! Stehen bleiben! Sie sind festgenommen! Stehen bleiben! Verdammt nochmal! Was ist? Sie sind verhaftet. Das ist ja lächerlich. Nehmen Sie Atta weg. Sie können sich nicht einfach verhaften. Sie waren die Einzigen dort oben. Mitkommen! Wir waren im Psychologischen Institut. Nix! Sie haben Flugblätter dort oben runtergeschmissen. Das ist doch lächerlich. Los, lassen Sie ihn los. Ich habe das Papier dort runtergeworfen. So, das wird jetzt angezeigt. Beide mitkommen. Beide mitkommen! Das hat Folgen. Auch hier an meiner Universität, glauben Sie mir. Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang. Herein! So viele. Das ist ja unfassbar. Sind das alle? Jawohl. Wegtreten. Schmidt, Sie schreiben einen Bericht. Wir kriegen auch die Rotbäckigen klein. Der Student hat das. Raus, also mit. Da. Noch ein Flugblatt. Hergeben. Oder wollen Sie, dass ich Gewalt anwenden lasse? Das gehört alles mit dazu. Mohr, Staatspolizei. Heil Hitler. Das sind die beiden vorläufig Festgenommenen. Und das ist die Schmähschrift. Ich habe die beiden. Können Sie sich ausweisen? Fräulein Sophia Magdalena Scholl Ja. und Herr Hans-Fritz Scholl. Ja? Sie sind Geschwister? Ja. Das schwache Geschlecht. 21 Jahre. Soll das der Widerstand gegen das Großdeutsche Reich sein, das ganz Europa im Griff hat?
Der junge Mann hat in meinem Beisein versucht, dieses Papier zu zerreißen. Den hat mir ein fremder Kommilitone in die Hand gedrückt. Und ich wollte ihn vernichten, damit er mich nicht belastet. Gehört dieser Koffer Ihnen? Ja, mir. Abführen. Ich habe angeordnet, dass die Universität bis auf Weiteres abgeriegelt bleibt. Es verlässt auch niemand vom Lehrkörper oder aus der Verwaltung das Haus. Jawohl. Ich bleibe selbstverständlich auch. Geh nach Hause und sag Alex, er soll nicht auf mich warten. Scholl, Hans, gleich rein zum Maler ins Verhör. Kommen Sie endlich, Fräulein. Kommen Sie endlich, Fräulein. Handschellen lösen. Danke. Los geht's. Setzen Sie sich. Scholl Sophia Magdalena aus Ulm. Geboren am 9.05.1921 in Feuchtenberg, evangelisch. Vater? Robert Scholl. Er war Berufsbürgermeister in Feuchtenberg. Ausbildung zur Kinderschwester abgeschlossen? Ja. Immer noch mit Zweitwohnsitz, wohnhaft in München 23, Franz-Josef-Straße 13, Gartenhaus bei Schmidt? Ja. Vorbestraft? Nein. Sie haben gegenüber dem Hausmeister der Universität zugegeben, dass Sie diese Flugblätter hier von der Balustrade geworfen haben. Die lagen auf dem Marmorgelände herum. Ich habe ihnen im Vorbeigehen einen Stoß versetzt. Warum? Solche Späße liegen in meiner Natur. Ich habe es ja auch gleich zugegeben. Ich sehe aber ein, dass ich mit dem Hinunterstoßen der Zettel da eine Dummheit gemacht habe. Ich bereue das, kann es aber nicht ändern. Fräulein Scholl, die Flugblätter, die Sie in der Universität abgeworfen haben, fallen unter die Kriegssonderstrafrechtsverordnung.
Wollen Sie nachlesen, was auf Hochverrat und Feindbegünstigung steht? Ich habe damit nichts zu tun. Gefängnis? Zuchthaus? Oder Todesstrafe? Ich habe damit wirklich nichts zu tun. Zigarette? Nein, danke. Sie rauchen aber. Gelegentlich. Passen genau? Zufall. Warum nehmen Sie einen leeren Koffer mit in die Universität? Ich will nach Hause, nach Ulm fahren, um die Wäsche zu holen, die ich letzte Woche meiner Mutter gebracht habe. Nach Ulm? So weit wollen Sie? Mitten in der Woche? Ja? Nur wegen Wäsche? Nein, auch weil ich meine Freundin und ihr neugeborenes Kind sehen möchte. Außerdem ist meine Mutter krank. Aber warum denn mitten in der Woche? Es sind doch Vorlesungen. Das wirkt überstürzt. Weil meine Freundin früher als geplant nach Hamburg fahren will, habe ich meine Reise vom Wochenende vorverlegt. Ich wollte den Schnellzug um 12:48 Uhr nehmen. Ich hatte mich am Holzkirchner Bahnhof mit dem Freund meiner Schwester verabredet. Sie können ihn fragen. Name? Otto Eicher. Er ist mit dem Zug aus Solln um halb zwölf hier in München angekommen. Eicher mit EE? Mit AI. Hatten Sie denn keine schmutzige Wäsche für Ulm? Nein, kleine Stücke wasche ich mit der Hand aus. Und große Wäsche war noch nicht angefallen. Es gibt also bei Ihnen keinen Bedarf für frische Wäsche? Und Sie wollen mir im gleichen Atemzug erzählen, dass Sie extra einen leeren Koffer für frische Wäsche mit sich führen? Ich wollte für die nächsten Wochen vorsorgen, wenn ich schon in Ulm bin. Was haben Sie in der Universität gemacht, wo Sie doch nach Ulm wollten? Ich hatte mich mit einer Freundin verabredet. Sie heißt Gisela Schertling. Und wir wollten heute um 12 Uhr im Seehaus im Englischen Garten zu Mittag essen. Obwohl Sie nach Ulm wollten? Ich habe mich gestern Abend umentschieden und bin in die Universität gegangen, um Gisela abzusagen. Warum war Ihr Bruder mit Ihnen in der Universität? Wo Sie doch der Schertling nur kurz absagen wollten. Wir gehen oft zusammen in die Uni. Und Hans wollte in die Nervenklinik. Der Hausmeister sagt aus, Sie waren um 11 Uhr auf der Empore im 2. Stock. Was haben Sie dort gemacht? Wir waren auf dem Weg zu Gisela, die in der Vorlesung von Professor Huber über die Einführung in die Philosophie saß. Aber die ist im 1. Stock. Ja, und weil wir etwa 10 Minuten zu früh waren, habe ich meinem Bruder das Psychologische Institut gezeigt, wo ich öfters Vorlesungen besuche. Das liegt im 2. Stock. Und wo befanden sich da die Flugblätter? Ich habe Zettel überall auf dem Boden liegen sehen, wenn Sie das meinen. Und nicht gelesen? Doch, aber nur flüchtig. Mein Bruder hat noch Witze darüber gemacht. Politische Witze? Nein, nur über die Vergeudung von Papier. Er ist so unpolitisch wie ich.
Bei dem Zwergenaufstand der Studentinnen neulich im Deutschen Museum während der Rede des Gauleiters. Waren Sie dabei? Nein. Anwesenheit war doch Pflicht. Ich halte mich aus allem Politischen heraus. Wie stehen Sie dazu, wenn der Gauleiter im Deutschen Museum vor wenigen Tagen sagt, Mädchen sollen lieber dem Führer ein Kind schenken, statt sich an der Universität herumzudrücken? Und wenn er weniger Hübschen sogar verspricht, ihnen einen seiner Adjutanten zuzuweisen? Geschmacksfrage. Die Umstände, unter denen Sie in der Universität angetroffen wurden, machen Sie verdächtig. Ich rate Ihnen dringend, uneingeschränkt und ohne Rücksicht auf etwaige Nebenumstände die Wahrheit zu sagen. Ich bestreite auch nur das Geringste mit den Flugblättern zu tun zu haben. Außer dem dummen Scherz. Ich verstehe ja, dass der Verdacht an uns hängen bleiben kann, wenn die richtigen Täter nicht gefunden werden. Aber mein Bruder und ich, wir haben wirklich nichts damit zu tun. Meinen Sie, dass uns Ihre wirkliche Gesinnung in dieser Untersuchung verborgen bleibt? Ich bin doch ganz offen zu Ihnen. Fräulein Scholl, die Kollegen haben keine Spuren von diesen Flugblättern im Koffer gefunden. Ihr Bruder hat Ihre Darstellung im Verhör bestätigt. Erleichtert? Ich habe mir keine Sorgen gemacht. Protokollführerin soll kommen. Ich diktiere jetzt ein Protokoll. Sie müssen genau zuhören und mich unterbrechen, falls etwas nicht mit Ihren Aussagen übereinstimmt. Haben Sie mich verstanden, Fräulein Scholl? Ja. Danach werden Sie zwar erst mal hinten im Gefangenentrakt aufgenommen, aber je nachdem. Vielleicht können Sie heute Abend doch noch nach Ulm fahren. Fertig? Metternich? Wohl. Straßenschein. Hi Hitler. Heil Hitler. Ja, schon mal? Ja. Mitkommen. Ihr Studenten meint auch, ihr könnt uns hier drin alle mit eurem Gespinne auf Trab halten. Den Schmuck bitte. Armbanduhr. Halskette mit Anhänger. Kommen Sie bitte mit. Ziehen Sie sich bitte aus und geben mir die Kleider. Wenn du was Belastendes bei dir hast, gib es mir. Ich werfe es ins Klo. Bin selber Häftling. Ich habe nichts. So, da sind wir. Zack, zack, ich will die Rede hören.
Haben Sie was von meinem Bruder gehört? Dein Bruder war schon dran und wartet oben bei den Männern. Du bist momentan die Hauptverdächtige, weil du den Koffer getragen und die Flugblätter runtergestoßen hast. Gesteh denen bloß nichts. Es gibt nichts zu gestehen. Wie lange sind Sie schon hier? Seit einem Jahr und 5 Tagen. Sie haben mich mit einem Brief erwischt, mit Ludwig-Thoma-Zitaten gegen Hitler. Trotzdem arbeiten Sie für diese Leute. Es wird einfach befohlen. Ich bin hier, damit du dich nicht umbringst. Wieso sind Sie gegen die Nazis? Mein Bruder und ich sind Kommunisten, obwohl er ein hohes Tier bei einer Versicherung ist. Aber die Kommunisten halten zusammen, das hat mir imponiert. Irgendetwas muss man tun. Scholl, Sophia, mitkommen. Ich hoffe, wir sehen uns nicht wieder. Alles gut. Ja, alles Gute. Hier warten. So, Fräulein, das ist Ihr Entlassungsschein. Noch mal Glück gehabt. Aufnahme. Jawohl. Mitkommen. Mitkommen! Den Mantel können Sie ausziehen. Setzen Sie sich. Ihr Vater hat letztes Jahr 6 Wochen eingesessen, weil er unseren Führer als Gottesgeißel der Menschheit bezeichnet hat. Er ist wegen Heimtücke in Haft gekommen. Und man hat ihm die Zulassung zu seinem Beruf entzogen. Ich frage mich, wie Ihr Vater dazu gestanden hat, dass Sie beim Bund Deutscher Mädel waren. Unser Vater hat uns nie im politischen Sinne beeinflusst. Typisch Demokrat. Warum waren Sie beim BDM? Weil ich gehört hatte, Hitler will unserem Vaterland zu Größe, Glück und Wohlstand verhelfen. Und dafür sorgen, dass jeder Arbeit und Brot hat und dass jeder Einzelne ein freier und glücklicher Mensch ist. Sie sind ledig? Ich bin verlobt. Mit Fritz Hartnagel. Er steht als Hauptmann an der Ostfront. Stalingrad. Ja, Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? vor über einem halben Jahr. Kennen Sie die? Mein Bruder hat so eine. Er ist Feldwebel bei der Wehrmacht.
Und was ist mit den 190 Patronen in Ihrem Schreibtisch? Kaliber 9 mm? Die gehören auch meinem Bruder. Wann haben Sie in der letzten Zeit Briefmarken gekauft? Vor 2 Wochen etwa. Wo? Wie viele? Beim Postamt 23 in der Leopoldstraße. 10 12er, vielleicht 5 6er. Ich weiß nicht genau. Nicht mehr? Nein. Kennen Sie diese Marken? Nein. Wirklich nicht. Nein. Wir haben diese hier im Zimmer Ihres Bruders gefunden. Warum haben Sie uns verschwiegen, dass er derartige Mengen an Porto für Postwurfsendungen besitzt? Sie haben gefragt, wann und wo ich in letzter Zeit Marken gekauft habe. 140 Stück? Wer von Ihnen wollte diese Marken wozu verwenden? Was sollte per Postwurfsendung zum Versand kommen? Grüße an Freunde und Familie. Wir schreiben viel. Also kennen Sie diese Marken? Ich vermute nur. Sie haben die Marken doch bei meinem Bruder gefunden, nicht bei mir. Besitzen Sie eine Schreibmaschine? Die im Zimmer meines Bruders gehört unserer Wohnungsgeberin. Sie hat sie uns geliehen, damit mein Bruder etwas tippen kann. Was? Ein Aufsatz über philosophische und theologische Fragen. Nicht dieses Flugblatt hier? Nein. Vielleicht philosophische oder theologische Fragen wie: Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern. Oder ein Verbrechertum kann keinen deutschen Sieg erringen. Oder das kommende Deutschland kann nur föderalistisch sein. Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses. Das stammt nicht von Hans. Von Ihnen? Nein. Aber Sie glauben an so eine Ordnung der Welt. Ich bin und bleibe unpolitisch. Jedenfalls ist mit der Schreibmaschine aus Ihrer Wohnung laut Schriftvergleich diese Schmähschrift geschrieben worden, die auch Anfang des Monats an zahlreiche Empfänger, unter anderem in Augsburg und München, verschickt wurde. Davon weiß ich nichts. Sitzen bleiben. Passen Sie auf. Sie waren ja dabei, als bei Ihrem Bruder diese Schmähschrift gefunden wurde, die er vernichten wollte. Kennen Sie das Papier? Nein. Lesen Sie, bevor Sie was Falsches aussagen. 200.000 deutsche Brüder wurden geopfert für das Prestige eines militärischen Hochstaplers. An was erinnert Sie das? Doch wohl sehr genau an die Musik, die in den anderen 6 Flugblättern spielt. Und die Handschrift? Kenne ich nicht. Jetzt hören Sie aber mal auf! Der Urheber dieses Pamphlets ist ein gewisser Christoph Probst, ein Freund von Ihnen aus Innsbruck. Wir haben Briefe bei Ihnen von ihm gefunden. Die Handschrift stimmt überein. Probst! Auch Medizinstudent von Führers Gnaden. Familienmensch mit Gemüt. Und der Liebe zu den Bergen, seiner Heimat. Auch so ein privilegierter Nestbeschmutzer. Während andere an der Front verrecken. Wer außer Ihrem Bruder und dem Christoph Probst hat noch bei den Flugblättern geholfen? Lassen Sie diese Unterstellung.
Die Existenz dieser Beweise aus Ihrer Wohnung haben Sie mir mutwillig verschwiegen, obwohl Sie zu wahrheitsgemäßen und vollständigen Aussagen gezwungen sind. Ich kann nur zugeben, was ich weiß. Wollen Sie hören, was Ihr Bruder zu diesen Beweisen sagt, nachdem er wie Sie um den heißen Brei herumgeredet hat? Nachdem ich geglaubt hatte, dass die militärische Lage nach der Niederlage an der Ostfront und dem ungeheuren Anwachsen der militärischen Macht Englands und Amerikas eine siegreiche Beendigung des Krieges unsererseits unmöglich macht, gelangte ich nach vielen qualvollen Überlegungen zu der Ansicht, dass es nur noch ein Mittel zur Vermeidung weiterer sinnloser Opfer und der Erhaltung der europäischen Idee gäbe, nämlich die Verkürzung des Krieges. Andererseits war mir die Behandlung der von uns besetzten Gebiete und Völker ein Gräuel. Das ist bloß eine politische Erklärung. Keinerlei Stellungnahme zu den Vorwürfen. Das ist Wehrkraftzersetzung und Hochverrat! Ich glaube auch nicht, dass mein Bruder solche Aussagen gemacht hat. Ach, Sie denken, dass Ihnen hier falsche Aussagen vorgehalten werden? Bevor es mir mein Bruder nicht selbst sagt, glaube ich nicht, dass er solche Angaben gemacht hat. Das Maleratelier Eikemeyer sagt Ihnen doch was. Ja. Eikemeyer ist seit Monaten in Krakau als Architekt. Er hat uns den Schlüssel zu seinem Atelier gegeben, damit wir Freunden seine Bilder zeigen. Die Fingerabdrücke auf dem Vervielfältigungsapparat stammen von Ihrem Bruder. Ihr Bruder hat gestanden. Er hat zu Protokoll gegeben, alles alleine gemacht zu haben. Alle 6 Flugblätter entworfen, vervielfältigt und verteilt zu haben. Er will in einer Nacht in München alleine 5000 Stück ausgelegt haben. Sie wohnen mit Ihrem Bruder zusammen. Sie waren mit ihm zusammen, heute Vormittag auf der Empore. Da wollen Sie uns weismachen, dass Sie von all dem nichts gewusst haben? Sie wollen die Pamphlete für harmlose Zettel gehalten haben? Geben Sie doch endlich zu, dass Sie mit Ihrem Bruder zusammen die Flugblätter hergestellt und verteilt haben. Ja. Und ich bin stolz darauf. Was passiert jetzt mit meinem Bruder und mir? Das hätten Sie sich früher überlegen müssen, Fräulein Scholl. Kommt unsere Familie in Sippenhaft? Das entscheiden andere. Ich muss jetzt auf die Toilette. Jetzt nicht. Wer hat die Flugblätter verfasst? Ich. Sie lügen ja schon wieder, Fräulein Scholl. Wir haben schon vor Wochen ein wissenschaftliches Gutachten anfertigen lassen, wonach der Verfasser mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Mann ist. Geistesarbeiter, Ihr Bruder. Und wer hat die Schmähschriften zum Versand gebracht? Mein Bruder und ich. Entschuldigung, ich muss jetzt wirklich auf die Toilette. Lona. Toilette. Kommen Sie.
Beeilung! Machen Sie doch die Handschellen auf, das tut weh. Was wollt ihr denn mit denen da? Kennen's die Kollegen, Fräulein Scholl. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. So, nächste Tür links. Wir kennen das ja schon. Was ist mit den Schmierereien? Nieder mit Hitler? Freiheit? Den durchgestrichenen Hakenkreuzen an der Universität? In der Ludwigstraße? Am Marienplatz, in der Kaufhängerstraße? In Schwabing? Die stammen von meinem Bruder und mir. Ihr Bruder hat nach seiner Festnahme in der Universität gesagt, geh nach Haus und sag Alex, er soll nicht auf mich warten. Die Schertling stand ganz in der Nähe. Das war doch eine Aufforderung zur Flucht an den Schmorell. Hans war mit Schmorell verabredet. Er wollte nicht, dass er vergeblich auf ihn wartet. Haben Sie mit Schmorell über die Pläne gesprochen? Nein, Mit Graf? auch nicht. Warum lügen Sie denn immer noch, Fräulein Scholl? Ich lüge nicht. Hier. Ihr Geständnis von heute unterschreiben Sie. Lona. Abführen. Der Mohr soll heute Nacht zum Lona gesagt haben, solche Leute braucht Deutschland eigentlich. Man müsste euch halt gründlich umerziehen. Vielleicht probieren Sie es mit weltanschaulicher Schulung. Oh, die werden sich noch alle umgucken, das sage ich dir. Warum? Sogar die hohen Tiere oben am Fraxhausen. Viele reden davon, dass in 8 bis 10 Wochen eine Invasion kommen muss. Und da geht's Schlag auf Schlag und Deutschland wird befreit. Wenn meine Mutter erfährt, dass wir verhaftet sind, das verkraftet sie nicht. Sie ist schon über 60. Und seit Monaten krank. Wenn die Gestapo wieder bei uns vor der Tür steht und
Als dann auch noch in Sippenhaft kommt. Und dein Vater? Der ist 10 Jahre jünger. Hat uns immer viel von seiner Kraft geschenkt. Dann ist sie ja nicht alleine. Danke. Wir schweigen nicht. Wir sind euer böses Gewissen. Die Weiße Rose lässt euch keine Ruhe. Wer sind wir? Das hat mein Bruder geschrieben. Unter dem Flugblatt Nummer 4 steht als letztes: Bitte vervielfältigen und weitersenden. Hier am Ende ist die Rede von Widerstandsbewegung. Das hört sich nicht nach Einzeltäter an. Es gibt keine Gruppe. Was wissen Sie über Willi Graf? Feldwebel. Er studiert Medizin wie mein Bruder. Er kommt gelegentlich zu uns. Wir wissen, er hat in dem Maleratelier geholfen, die Flugblätter zu vervielfältigen. Sie werden seine Fingerabdrücke gefunden haben. Aber er war zu einem ganz anderen Zeitpunkt im Atelier. Wann? Mitte Januar, als wir die Bilder von Eikemeyer unseren Freunden gezeigt haben. Deswegen sind auch noch die Fingerabdrücke von anderen im Atelier. Wer war noch dabei? Schmorell? Kann sein. Ich weiß nicht, ich war am Anfang nur kurz da und bin dann in ein Konzert gegangen. Hat Probst Salzburg und Linz mit Flugschriften versorgt? Nein, Hans hat ihn nicht eingeweiht. Schon allein wegen Probsts Frau und seinen 3 Kindern. Sie haben mir verdammt nochmal die Wahrheit zu sagen! Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir jetzt endlich Ross und Reiter nennen! Graf, Anneliese. Insgesamt bin ich etwa 8 bis 10 Mal mit ihr in Berührung gekommen. Über was wurde gesprochen? Über Literatur und Wissenschaft. Die Graf halte ich für völlig unpolitisch. Unpolitisch, aber eingeweiht. Ich bestehe darauf, dass die Graf mit unseren Flugblättern nicht das Geringste zu tun hat. Und die Schertling? Gisela treffe ich öfter, seit wir in München studieren. Ich kenne sie vom Arbeitsdienstlager Krauchen-Wies. Sie ist gut nationalsozialistisch eingestellt. Wenn es nach Ihnen geht, Fräulein Scholl, dann wimmelt das ganze Reich nur von Unpolitischen und Anhängern der Bewegung. Dann ist für Sie doch alles in bester Ordnung, Herr Mohr. Insgesamt hat die sogenannte Weiße Rose nach unseren Feststellungen alleine im Januar 10.000 Blatt Abzugspapier und 2.000 Briefumschläge beschafft. Wer war das? Mein Bruder und ich. Das mag glaubhaft klingen. Weil die ersten 4 Pamphlete nur 100er Auflagen hatten. Aber Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie und Ihr Bruder ganz alleine von der 5. und 6. Schmähschrift tausende Blatt gedruckt und zum Versand gebracht haben. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Respekt. Neben den Vorlesungen, die Sie nachweislich besucht haben. Ja. Wir wollten den Anschein erwecken, unser Widerstand hätte eine breite Basis. Wir wissen, dass Ihr Bruder Graf von Schmorell sowie ein gewisser Furtwängler und Wittenstein zusammen an der Ostfront waren. Alle studieren hier in München. Da sollen Sie sich nicht auch politisch ausgetauscht haben? Mein Bruder hat mir vom Grauen des Massensterbens erzählt und nicht über seine Kameraden gesprochen. Das glaube ich Ihnen nicht, Fräulein Scholl. Heute ist doch jeder extrem vorsichtig geworden, wenn es um politische Äußerungen geht. Wie man an Ihren Flugblattaktionen sieht. Woher stammen eigentlich die Adressen? Aus Telefonbüchern im Deutschen Museum abgeschrieben.
Zentrale Stuttgart. Am 27. Januar und am folgenden Morgen sind dort etwa 700 Flugblätter bei der Post eingeworfen worden. Gleichzeitig sind hier in München am selben Tag rund 2000 Flugblätter ausgelegt worden. Das kann Ihr Bruder unmöglich alleine gemacht haben. 2000 Stück. Am 27. bin ich abends mit dem Schnellzug nach Stuttgart gefahren. Und die Flugblätter habe ich im Koffer dabei gehabt. Nach meiner Ankunft habe ich etwa die Hälfte in Bahnhofsnähe in Briefkästen eingeworfen. Den Rest am Tag darauf in Vororten. Ihr Bruder alleine kann aber unmöglich 2000 Flugblätter am 28. Januar in München in den Telefonkabinen, in die Telefonbücher gesteckt und an anderen Orten ausgelegt haben. Wer hat ihm geholfen? Ich war in München nicht dabei. Wer hat die Flugblattaktionen finanziert? Mein Vater gibt mir im Monat 150 Reichsmark. Und mein Bruder bezieht Wersold. Davon wollen Sie zu zweit gelebt haben. Und die Flugblätter samt Porto bezahlt haben. Jede Ihrer vielen Reisen nach Ulm kostete alleine schon 15 Reichsmark. Wir haben uns bei Freunden Geld geliehen. Wer waren die Geldgeber? Hier auf der linken Seite oben steht der Buchstabe E, das soll doch bestimmt heißen Einnahmen. Der Name hinter dem Betrag soll doch sagen, von wem das Geld stammt. Ja. Da ist auch Ihr Verlobter drunter. Also ist er Mitwisser. Nein. Wir haben jedes Mal einen Vorwand benutzt, wenn wir uns Geld geliehen haben. Sie können jeden Einzelnen fragen. Mein Bruder und ich, wir sind die Täter, die Sie suchen. Haben Sie mal die Konsequenzen bedacht, wenn Sie und Ihr Bruder alles auf sich nehmen? Wir kennen alle Namen. Überlegen Sie doch mal, Fräulein Scholl, mit uns zusammenzuarbeiten. Das würde man bei Ihrer Strafe berücksichtigen. Denken Sie an Ihre armen Eltern und der Schande, die sie ihnen machen. Herr Mohr, Sie werfen uns Hochverrat vor. Und jetzt wollen Sie, dass ich angebliche Mittäter verrate, damit ich selber besser davonkomme? Ein Kriminaldelikt aufzuklären ist kein Verrat. Die Kameraden meines Bruders haben damit nichts zu tun. Lorna. Abführen. Ich mache mir Sorgen um Fritz. Wie konnte ich seinen Namen nur in mein Heft schreiben? War er denn eingeweiht? Absolut nicht. Und hat wirklich nichts bemerkt? Nein. Er hält sich außerdem als Soldat an seinen Eid auf Hitler. Wir haben so oft darüber gestritten. Ich war dagegen, die Front zu unterstützen, weil es den Krieg verlängert. Das hat ihm nicht gefallen. Ist er auch in Stalingrad? Er war. Zum Glück haben sie ihn als einen der letzten nach Lemberg ausgeflogen, wo er im Lazarett liegt. Man hat ihm 2 Finger amputiert, weil er und seine Leute bei 30 Grad Kälte wochenlang Tag und Nacht im Freien gelegen haben. Ich wünsche ihm so sehr, dass er den Krieg übersteht, ohne sein Geschöpf zu werden. Was ist, wenn Fritz erfährt, dass du hier bist? Er wird mich verstehen. Hoffentlich. Und wie sieht er aus? Groß, dunkle Haare, ein freier Geist. Hat mich immer zum Lachen gebracht. Die Liebe, die ganz einfach umsonst ist so etwas Wunderbares. Und wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
Letzten Sommer. Wir waren an der Nordsee in Karolinsiel. Mit dem Fischkutter sind wir in aller Herrgottsfrüh hinausgefahren. Und abends mit dem Fuhrwerk ins Watt. Nachts haben wir gesungen und vom Frieden geredet. Und nirgends gab es Soldaten. Keine Flieger, keine Bomben. Nur die See, der Himmel, der Wind und unsere Träume. Lieber Gott, ich kann nicht anders als stammeln zu dir. Nichts anderes kann ich als dir mein Herz hinhalten. Du hast uns geschaffen hin zu dir und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Amen. Hier, trinken Sie. Das ist ja echter Bohnenkaffee. Es geht Ihnen doch auch um das Wohl des deutschen Volkes, Fräulein Scholl. Ja. Sie haben nicht feige eine Bombe gelegt wie dieser Else 39 im Bürgerbräukeller hier in München. Sie haben zwar mit falschen Parolen, aber mit friedlichen Mitteln gekämpft. Warum wollen Sie uns denn dann überhaupt bestrafen? Weil das Gesetz es so vorschreibt. Ohne Gesetz keine Ordnung. Das Gesetz, auf das Sie sich berufen, hat vor der Machtergreifung 1933 noch das freie Wort geschützt. Und jetzt bestraft es unter Hitler das freie Wort mit dem Zuchthaus oder dem Tod. Was hat das mit Ordnung zu tun? Woran soll man sich denn sonst halten, wenn nicht an das Gesetz? Egal, wer es erlassen hat. Auf Ihr Gewissen. Ach was. Hier ist das Gesetz und hier sind die Menschen. Und ich als Kriminalist habe die Pflicht zu prüfen, ob beides deckungsgleich ist. Und wenn nicht, wo die faule Stelle ist. Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht. Wo kommen wir hin, wenn jeder selber entscheidet, was nach seinem Gewissen richtig oder falsch ist? Selbst wenn es Verbrechern gelingen würde, den Führer zu stürzen, was käme denn dann? Zwangsläufig ein verbrecherisches Chaos. Die sogenannten freien Gedanken, der Föderalismus, die Demokratie. Das hatten wir doch alles schon. Da wissen wir doch, wo es hinführt. Ohne Hitler und seine Partei gäbe es endlich wieder Recht und Ordnung für jeden. Und den Schutz des Einzelnen vor Willkür. Nicht nur für die Mitläufer. Willkür, Mitläufer. Wie kommen Sie dazu, so abfällig zu reden? Sie reden abfällig. Wenn Sie mich und meinen Bruder wegen ein paar Flugblättern Verbrecher nennen. Obwohl wir nichts anderes machen, als mit Worten zu überzeugen versuchen. Sie mit Ihren Privilegien, die Sie und Ihre Sippschaft schamlos ausnutzen. Sie dürfen von unserem Geld mitten im Krieg studieren. Ich durfte in der verdammten Demokratie nur Schneider lernen. Wissen Sie, wer mich zum Polizisten gemacht hat? Der Franzose in der besetzten Pfalz, nicht die deutschen Demokraten. Und wenn die Bewegung nicht gewesen wäre, ich wäre heute noch Landgendarm in Pirmasens. Das Schonddiktat von Versailles, die Inflation, die Arbeitslosigkeit, die wirtschaftliche Not, das alles hat unser Führer Adolf Hitler beseitigt. Und Deutschland in einen mörderischen Krieg geführt, für den jedes weitere Opfer umsonst ist. In den Heldenkampf.
Sie bekommen dieselben Lebensmittelkarten wie wir, die Menschen, die Sie verachten und bekämpfen. Ihnen geht es doch sowieso besser als unser einem. Sie haben es doch gar nicht nötig. Wie kommen Sie eigentlich dazu, aufzumucken? Der Führer und das deutsche Volk schützen Sie. Hier drinnen im Wittelsbacher Palais? Oder meine Familie in Sippenhaft? Unsere deutschen Soldaten befreien Europa von der Plutokratie und vom Bolschewismus. Und kämpfen für ein großes, freies Deutschland. Nie wieder Besatzung auf deutschem Boden, das sage ich Ihnen. Bis demnächst der Krieg zu Ende ist und wieder fremde Truppen einmarschieren und alle Völker auf uns weisen und sagen, wir haben Hitler widerstandslos ertragen. Und was sagen Sie, wenn der Endsieg errungen ist? Und nach all dem Blut und Leid Wohlstand und Freiheit in Deutschland einziehen, wovon Sie selber geträumt haben, als Sie dem BDM beigetreten sind? Den Glauben daran haben in Hitlers Deutschland alle verloren. Und wenn es doch so kommt, wie ich sage? Sie sind doch Protestantin. Ja, Die Kirche fordert doch auch, dass die Gläubigen ihr folgen, auch wenn sie zweifeln. in der Kirche ist jeder freiwillig. Aber Hitler und die Nationalsozialisten lassen einem keine andere Wahl. Warum gehen Sie für falsche Ideen, so jung wie Sie sind, ein derartiges Risiko ein? Wegen meines Gewissens. Ich kann nicht verstehen, dass Sie mit Ihren Gaben nicht nationalsozialistisch denken und fühlen. Freiheit, Ehre, Wohlstand, sittlich verantwortliches Staatswesen, das ist unsere Gesinnung. Hat Ihnen denn nicht auch das furchtbare Blutbad, das die Nationalsozialisten im Namen von Freiheit und Ehre in ganz Europa angerichtet haben, die Augen geöffnet? Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht endlich die deutsche Jugend Hitler entmachtet und hilft, ein neues geistiges Europa zu errichten. Das neue Europa kann nur nationalsozialistisch sein. Und wenn Ihr Führer ein Wahnsinniger ist? Denken Sie doch bloß an den Rassenhass. Es hat bei uns in Ulm einen jüdischen Lehrer gegeben, den man vor eine SA-Gruppe gestellt hat. Und alle mussten an ihm vorbeiziehen und auf Befehl ihm ins Gesicht spucken. Und in der Nacht ist er dann verschwunden. Wie seit 41 hier in München Tausende. Angeblich zum Arbeitseinsatz im Osten. Diesen Unfug glauben Sie? Die Juden wandern aus, von selber. Die Soldaten, die aus dem Osten kommen, erzählen schon lange von Vernichtungslagern. Hitler will doch die Juden in ganz Europa ausrotten. Diesen Wahnsinn hat er doch schon vor 20 Jahren gepredigt. Wie können Sie glauben, dass die Juden andere Menschen sein sollen wie wir? Dieses Pack hat uns nur Unglück gebracht. Aber Sie gehören zu einer verwirrten Jugend, die nichts versteht. Falsche Erziehung. Wahrscheinlich sind wir selber daran schuld. Ich hätte ein Mädel wie Sie anders erzogen. Was glauben Sie, wie entsetzt ich war, als ich erfahren habe, dass die Nationalsozialisten geisteskranke Kinder mit Gas und Gift beseitigt haben? Wir haben Freundinnen unserer Mutter erzählt, wie Kinder bei den Diakonissinnen in der Pflegeanstalt mit Lastwagen abgeholt wurden. Da haben die übrigen Kinder gefragt, wo die Wagen hinfahren. Sie fahren in den Himmel, haben die Schwestern gesagt. Da sind dann die übrigen Kinder singend in die Wagen gestiegen. Glauben Sie, ich bin falsch erzogen, weil ich mit diesen Menschen fühle? Das ist lebensunwertes Leben. Sie haben doch Kinderschwester gelernt. Da sind Ihnen doch auch Geisteskranke begegnet. Ja, und deswegen weiß ich genau, dass kein Mensch, egal unter welchen Umständen, ein Recht hat, ein Urteil zu fällen, das allein Gott vorbehalten ist. Niemand kann wissen, was in der Seele eines Geisteskranken vor sich geht. Niemand weiß, welches geheime innere Reifen aus Leid entstehen kann. Jedes Leben ist kostbar. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Was Sie sagen, hat mit der Realität nichts zu tun. Was ich sage, hat natürlich mit der Wirklichkeit zu tun. Mit Sitte, Moral und Gott. Gibt es nicht. Ist es denn nicht so gewesen, dass Sie sich auf Ihren Bruder verlassen haben? Dass es richtig war, was er getan hat? Und dass Sie einfach nur mitgemacht haben? Sollen wir das nicht noch ins Protokoll aufnehmen?
Nein, Herr Mohr, weil es nicht stimmt. Sehen Sie, ich habe auch einen Sohn. Der ist sogar noch ein Jahr jünger als Sie. Der hatte auch manchmal Flausen im Kopf. Aber jetzt steht er an der Ostfront, weil er eingesehen hat, dass er seine Pflicht tun muss. Glauben Sie denn noch an den Endsieg, Herr Mohr? Mensch, Fräulein Scholl, wenn Sie das alles bedacht hätten. Sie hätten sich doch nie zu solchen Handlungen hinreißen lassen. Es geht um Ihr Leben. Hier. Für das Protokoll halte ich Ihnen Folgendes vor. Sind Sie nach unseren Aussprachen zur Auffassung gekommen, dass Ihre Handlungsweise gemeinsam mit Ihrem Bruder gerade in der jetzigen Phase des Krieges als ein Verbrechen gegenüber der Gemeinschaft, insbesondere aber unserer im Osten schwer und hart kämpfenden Truppen anzusehen ist, das die schärfste Verurteilung finden muss? Nein, von meinem Standpunkt aus nicht. Einen Fehler einzugestehen heißt nicht, seinen Bruder zu verraten. Wohl aber die Idee. Ich würde es genau so wieder machen, denn nicht ich, sondern Sie haben die falsche Weltanschauung. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich das Beste für mein Volk getan habe. Ich bereue das nicht. Und ich will die Folgen dafür auf mich nehmen. Protokollführerin zur Niederschrift. Ja. Sagen Sie dem Chef, wir sind dann fertig. Der Mohr hat mir eine goldene Brücke gebaut, wenn ich von unserer Idee abschwöre. Und? Ich bin nicht darauf eingegangen. Warum nicht? Sophie, du bist noch so jung. Du musst für dich und eure Idee überleben. Und für deine Familie. Nimm in Gottes Namen sein Angebot an. Es gibt kein Zurück. Fliegeralarm. Komm runter! Weg vom Fenster! Hier unten ist es am sichersten! Komm runter! Es dauert nicht mehr lange und wir sind frei. Der Neuzugang ist nicht Schmorrel, sondern ein Christoph Probst. Auch wegen Hoferat. Das tut mir leid. Ich dachte, Er hat 3 Kinder. Und
Und das Jüngste ist gerade erst geboren. Seine Frau liegt im Kindbettfieber. Fräulein Scholl, Sie müssen jetzt zu Ihrem Ankläger. So, weiter. Hier ist meine Anklageschrift. Ihre Verhandlung ist morgen früh vor dem ersten Senat des Volksgerichtshofs hier in München. Schriftliche Ladung habe ich beigefügt. Morgen schon? Die Sache duldet keinerlei Aufschub. Hochverrat, Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung. Morgen schon der Prozess. So ein herrlicher sonniger Tag. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Zu dir rufe ich. Du rufe ich, auch wenn ich nichts von dir weiß. Das in dir allein mein Heil ist. Ich bitte dich. Wende dich nicht von mir, lieber Gott, mein herrlicher Vater. Ich bin Rechtsanwalt Klein, Ihr Pflichtverteidiger. Haben Sie die Anklageschrift gelesen? Ja. Noch Fragen dazu? Was geschieht mit meinen Geschwistern und Eltern in Ulm? Darüber wird an anderer Stelle entschieden. Ich will aber wissen, was passiert. Sie sind doch mein Anwalt. Sie haben einen Ton in der Stimme, als wäre ich für Ihre Lage verantwortlich. Es ist mein Recht zu wissen, was mit meiner Familie passiert. Und Sie wissen das. Glauben Sie, dass es Ihnen zusteht, Forderungen zu stellen? Egal, wie mein Bruder verurteilt wird. Ich will keine mildere Strafe bekommen. Ich bin genauso schuldig wie er, wenn man es aus Ihrer Sicht betrachtet. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen. Nein. Sie und Ihr Bruder, Sie meinen wohl, Sie brauchen sich nicht in das Volksganze einzufügen. Aber da täuschen Sie sich. Morgen kommt sogar der Präsident des Volksgerichtshofs extra aus Berlin. Der treibt Ihnen die Flausen schon aus, mein Fräulein. Der macht Sie und Ihren Herrn Bruder so klein mit Hut. Aufschließen. Ist was? Nein, nein. Wir sehen uns morgen im Gericht. Mieser Feigling. Der Freisler wird euch morgen als gemeine Verbrecher hinstellen. Der war früher Sowjetkommissar, der muss sich an der Heimatfront bewähren. Unser Vater sagt, ich möchte, dass ihr grad und frei durchs Leben geht. Auch wenn es schwer ist. Ist morgen Publikum zugelassen? Ja, bestimmt. Das wird ein Schauprozess, um abzuschrecken. Dann muss der Freisler in aller Öffentlichkeit über unsere Flugblätter reden. Und alle können hören, was wir denken. In der Studentenschaft gibt es bestimmt eine Revolte, wenn sie erfahren, was wegen ein paar Flugblättern passiert ist. Nach dem Prozess wirst du erstmal verlegt und wenn es zum Äußersten kommt, 99 Tage stehen jedem bis zur Vollstreckung zu.
Ein harter Geist, ein weiches Herz, sagt mein Bruder. Ich habe geträumt. Ich trage ein Kind in einem langen weißen Kleid in meinen Armen. Ich spüre seine Wärme. Plötzlich bewegt sich die Erde. Und direkt unter mir öffnet sich eine Gletscherspalte. Ich fange an zu rutschen. Ich schaue auf das Kind, aber gerade noch Zeit genug, es sanft auf die sichere Seite zu legen. Ich stürze, bin trotzdem erlöst und erleichtert. Das Kind im weißen Kleid ist unsere Idee. Und sie hat überlebt. Scheue fertig machen zum Abtransport. Die Frau muss sich erst richtig anziehen. Danke. Gott mit dir, Sophie. Gott mit dir, Else. Vielen Dank. Ruhe hier. Spricht nur, wer gefragt wird. Muss jetzt für dich kämpfen. Ruhe jetzt. Heil Hitler! Ich eröffne die Verhandlung des ersten Senats des Volksgerichtshofs gegen Hans-Fritz Scholl und Sophia Magdalena Scholl aus München sowie Christoph Hermann Probst aus Altrans wegen Hochverrats, Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung. Probst
Christoph. Sie sind verheiratet und haben 3 Kinder? Ja, von 2,5, 1,25 Jahren und eines von 4 Wochen. Und wie wollen Sie, ausgerechnet Sie Versager, 3 Kinder zu richtigen Deutschen erziehen? Ich bin ein guter Vater und... Was? Und? Und ein unpolitischer Mensch. Unpolitisch nennt er sich, dass ich nicht lache. Das ist doch Ihre Schrift. Ja? Weder die Fürsorge des Nationalsozialistischen Reichs für Ihre Berufsausbildung, noch die Tatsache, dass nur die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik es Ihnen ermöglicht haben, eine Familie als Student zu haben, hinderten Sie daran, auf Aufforderung Scholz dieses Manuskript auszuarbeiten, das den Heldenkampf von Stalingrad zum Anlass nimmt, den Führer als militärischen Hochstapler zu beschimpfen und zur Kapitulation aufzufordern. Geben Sie das zu? Jawohl. Aber es war doch nur ein Entwurf. Es gibt kein Nur im Überlebenskampf des deutschen Volkes. Aber ich möchte sagen, dass ich unter einer psychotischen Depression bei Abfassung... Eine psychotische Depression bei Abfassung ist schuld an allem. Dass ich unter einer psychotischen Depression bei Abfassung des Entwurfs gelitten habe. Der Krieg, das Kindbettfieber meiner Frau, die ja immer noch... Ach, hören Sie doch auf, das entschuldigt doch nicht einen solch üblen Verrat. Ich habe mich doch gestern schriftlich distanziert. Ich muss außerdem darauf bestehen, dass ich weder durch finanzielle Unterstützung, noch durch Materialbeschaffung, noch durch Anfertigung und Verbreitung von Schriften ein solches Unternehmen unterstützt habe. Meine seelische Verfassung war... Wir haben alle gehört, dass Sie sich als psychopathischen Idioten ausgeben, um besser davonzukommen. Herr Präsident, meine Kinder brauchen den Vater. So ein mieses Vorbild brauchen deutsche Kinder nicht. Sie sind doch unwürdig, Propst. Verteidigung, noch Fragen? Nein, Herr Präsident. Abführen. Scholl, Hans. Sie studieren seit Frühjahr 1939 Medizin? Ja. Und zwar heute dank der Fürsorge der nationalsozialistischen Regierung im 8. Semester. 8. Semester ist richtig. Auf Kosten des Reiches. Auch noch so ein Schmarotzer. Zwischendurch waren Sie im Frankreich-Feldzug in einem Feldlazarett und vom Juli bis November 1942 an der Ostfront im Sanitätsdienst. Auch das ist richtig, aber ich möchte sagen, dass Nichts sagen Sie, bevor ich Sie frage. Ich will sagen, dass ich nicht als Schmarotzer... Halten Sie den Mund, oder ich lasse Sie abführen! Als Soldat der Studentenkompanie ist Studium Pflicht. Ach, dann reden wir doch gleich mal über Pflicht. Als Student haben Sie die Pflicht zu vorbildlicher Gemeinschaftsarbeit. Das und die Fürsorge, die gerade Ihnen das Reich angedeihen ließ, hat Sie nicht gehindert, in der ersten Sommerhälfte 1942 4 Flugblätter der Weißen Rose zu verbreiten, die defätistisch Deutschlands Niederlage voraussagen, zum allgemeinen passiven Widerstand, der Sabotage in Rüstungsbetrieben und überhaupt bei jeder Gelegenheit dazu auffordern, dem deutschen Volk seine nationalsozialistische Lebensart und seine Regierung zu nehmen. Das ist ja unerhört! Halt sowas. Scholl, geben Sie das zu? Ja. Und Ihre Schwester haben Sie da feige mit hineingezogen. Es war meine Entscheidung. Habe ich Sie gefragt, Angeklagte? Ich muss das richtig stellen. Verschonen Sie uns mit Ihren Kommentaren.
Haben Sie diese Flugblätter geschrieben, weil Sie sich einbilden, dass das deutsche Volk nur durch Verrat am Führer durch den Krieg kommen könne? Der Krieg Ja oder nein? Das kann ja nicht so schwer sein. Gegen Amerika, England und Russland haben wir keine Chance. Blicken Sie doch nur mal auf die Landkarte. Hitler führt das deutsche Volk mit mathematischer Sicherheit in den Abgrund. Er kann den Krieg nicht mehr gewinnen, er kann ihn nur noch verlängern. Da täuschen Sie sich aber gewaltig über den Kampfeswillen und das Durchhaltevermögen des deutschen Volkes. Durch Ihre terroristische Feindbegünstigung werden noch mehr deutsche Soldaten sterben. Nur wer den Krieg jetzt schnell beendet, verhindert, Krieg dass noch verhindert? verhindert, Ja, bitte! verhindert, Ja, glauben dass Sie noch denn, Sie könnten über Krieg und Frieden entscheiden? Das ganze deutsche Volk will den totalen Krieg. Das deutsche Volk ist ausgeblutet und es will Frieden. Hitler und seine Helfer sind schuld an einer unglaublichen Metzelei in Europa, die jedes Maß unendlich überschreitet. Jeder hier weiß. Ja, jeder. was bilden Sie sich denn ein? Sie ehrloser Hund haben noch die Frechheit, vor Gericht den Führer zu beschimpfen. Ich war an der Ostfront. Wie viele der Zuhörer hier. Sie nicht. Ich habe Ströme von Blut in Polen und in Russland mit eigenen Augen sehen müssen. Ich habe sehen müssen, wie Frauen und Kinder von deutschen Soldaten erschossen wurden. Ja, sind Sie denn so blöde, dass Sie annehmen können, dass auch nur ein einziger Volksgenosse Ihnen das glaubt? Wenn Hitler und Sie nicht Angst vor unserer Meinung hätten, würden wir hier nicht stehen. Ach, halten Sie doch den Mund! Das ist doch sowieso ehrloser Lump! Sie sind doch nur ein Dummkopf und ein mieser Verräter! Ende der Vernehmung! Noch Fragen? Nein. Keine Fragen, Herr Präsident. Schollhans, zurück in die Bank. Sophia Scholl. Schämen Sie sich denn nicht, dass Sie Flugblätter hochverräterischen Inhalts in der Universität verbreitet haben? Nein, ich schäme mich nicht. In den Lichthof geworfen, einfach so. Nicht einfach so. Sondern um auch noch die letzten Reden Sie lauter, man kann Sie ja kaum verstehen. Ich wollte auch noch die letzten Flugblätter verbreiten, damit unsere Idee so schnell wie möglich... Diesen Dreck hier Idee nennen. Das sieht Vollidioten ähnlich, aber nicht deutschen Studenten. Wir kämpfen mit dem Wort. Da schreiben Sie doch tatsächlich: Darum trennt euch von dem nationalsozialistischen Untermenschentum. Schauen Sie sich das selber an, da sehen Sie den Untermenschen. Wo haben Sie eigentlich das Papier für diese Pamphlete her? Gekauft und aus der Universität. So, aus der Universität. Heimtückischer Diebstahl von Volksgut. Papier, gerade Papier, das so knapp ist. Das sieht natürlich Hochverrätern ähnlich. Mein Bruder und ich haben versucht, mit den Flugblättern den Menschen die Augen zu öffnen. Und das furchtbare Blutbad an anderen Völkern und den Juden früher zu beenden, als es ohnehin von den Alliierten beendet wird. Sollen wir denn auf ewig das vor aller Welt ausgestoßene und gehasste Volk sein? Ach, ein Herrenvolk interessiert das nicht. Ihr Herrenvolk will in Wirklichkeit Frieden. Und dass die Menschenwürde wieder Achtung findet. Es will Gott, Gewissen, Mitgefühl. Ja, was bilden Sie sich denn ein? Der totale Krieg bringt dem deutschen Volk den Sieg. Und es wird aus diesen Stahlgewittern groß und gereinigt hervorgehen. Was wir gesagt und geschrieben haben, das denken ja so viele. Nur wagen Sie nicht, es auszusprechen. Ach, schweigen Sie endlich. Fragen? Nein. Ende der Beweisaufnahme abführen.
So, nun kommen wir noch zu den Schlussworten der Angeklagten. Probst. Ich bin der Vater. Entfernen Sie diese Leute aus dem Saal! Ich bin Robert Scholl, der Vater von 2 Angeklagten. Ich möchte etwas zur Verteidigung. Das gestatte ich nicht. Entfernen! Raus hier! Rausbringen! Es gibt noch eine andere Gerechtigkeit. Ruhe! Jetzt die Schlussworte. Die Angeklagten aufstehen. Probst! Ich bitte Sie um mein Leben wegen meiner Kinder. Ich war auch im vollen Umfang geständig. Und Sie, Scholl? Ich bitte Sie, Hohes Gericht, verschonen Sie diesen Mann und bestrafen Sie mich. Wenn Sie für sich selbst nichts vorzubringen haben, dann schweigen Sie gefälligst. Sophia Scholl. Bald werden Sie hier stehen, wo wir jetzt stehen. Jeder anständige Mensch hier im Saal ist empört über das, was Sie sagen. Im Namen des deutschen Volkes, in der Strafsache gegen den Hans-Fritz Scholl aus München, die Sophia Magdalena Scholl aus München und den Christoph Hermann Probst aus Altrans hat der erste Senat des Volksgerichtshofs aufgrund der Hauptverhandlung vom 22. Februar 1943 für Recht erkannt. Die Angeklagten haben im Kriege in Flugblättern zur Sabotage der Rüstung und zum Sturz der nationalsozialistischen Lebensform unseres Volkes aufgerufen, defätistische Gedanken propagiert und den Führer auf das Gemeinste beschimpft und dadurch den Feind des Reiches begünstigt und unsere Wehrkraft zersetzt. Sie werden deshalb mit dem Tode bestraft. Ihre Bürgerehre haben Sie für immer verwirkt. Sie tragen die Kosten des Verfahrens. Euer Terror ist bald vorbei. Heute hängt ihr uns. Und morgen werdet ihr es sein. Abführen! Heil Hitler! Heil Hitler! Hier lang. Falls Sie noch Abschiedsworte finden.
Fassen Sie sich bitte kurz, Fräulein Scholl. Heute noch. Ich dachte, in 99 Tage hat jeder. Schreiben Sie lieber. Kommen Sie. Sie haben noch Besuch. Besuch? Bitte sorgt euch nicht. Ich würde alles genauso wieder machen. Es war alles richtig. Ich bin stolz auf euch. Wie du so tapfer und gut bei mir stehst. Dann wirst du also nie mehr zu unserer Tür reinkommen. Wir sehen uns in der Ewigkeit wieder. Gell, Sophie? Jesus. Ja, Mutter. Aber du auch. Fräulein Scholl, bitte.
Ich habe mich gerade von meinen Eltern verabschiedet. Sie werden verstehen. Kommen Sie bitte. Fräulein Scholl, mein Name ist Alt. Ich bin der Gefängnisgeistliche. Mein Gott, herrlicher Vater, verwandle du diesen Boden in eine gute Erde, damit dein Samen nicht umsonst in sie falle. Lasse wenigstens die Sehnsucht wachsen nach dir, ihrem Schöpfer, den sie so oft nicht mehr sehen will. Amen. Amen. Ich bitte Sie um den Segen Gottes. Es segne dich Gott, der Vater, der dich nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Es segne dich Gott, der Sohn, der dich durch sein Leiden und Sterben erlöst hat. Es segne dich Gott, der Heilige Geist, der dich zu seinem Tempel bereitet und geheiligt hat. Der dreieinige Gott sei dir gnädig im Gericht, bewahre dich zum ewigen Leben. Amen. Amen. Niemand hat größere Liebe, denn der sein Leben lässt für seine Freunde. Gott ist bei dir. Es ist zwar gegen die Vorschrift, aber beeilen Sie sich bitte. Danke. Es war nicht vergebens. Fräulein Scholl. Die Sonne scheint noch.
Sophia Magdalena Scholl. Der Reichsminister der Justiz hat mit seinem Erlass vom 22.02.1943 beschlossen, von seinem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch zu machen, sondern der Gerechtigkeit ihren freien Lauf zu lassen. Es ist genau 17 Uhr. Die Vollstreckung ist durchzuführen. Es lebe die Freiheit! Durch Helmut von Moltke gelangt das 6. Flugblatt der Weißen Rose über Skandinavien nach England. Millionenfach wird es von alliierten Flugzeugen Mitte 1943 über Deutschland abgeworfen. Es ist jetzt überschrieben: Ein deutsches Flugblatt. Manifest der Münchner Studenten. I'm making believe that you're in my arms, though I know you're so far away. Making believe I'm talking to you. Wish you could hear what I say. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to do. Making believe is just another way of dreaming, so till my dreams come true, I'll whisper good night, turn out the light and kiss my pillow, making believe it's you. Making believe that you're in my arms, though I know you're so far away. Making believe I'm talking to you. Wish you could hear what I say. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to do. Making believe is just another way of dreaming, so till my dreams come true.